Hallo und grüß euch miteinander und herzlich willkommen hier bei Selbstgemacht. Heute möchte ich euch gern zeigen, wie man diese Hefe-Osterhasen selber herstellen kann. Das ist gar nicht schwer. Die Zubereitung und die Zutaten könnt ihr unten in der Videobeschreibung nochmal nachlesen. In 500 Gramm Mehl, ich verwende ein Dinkelmehl Typ 630, mache ich eine Mulde hinein. Einen frischen Hefewürfel, das sind 42 Gramm, löse ich jetzt mit ein wenig von meiner abgemessenen Milch auf. Die aufgelöste Hefe kommt jetzt in die Mulde hinein. Und 40 Gramm Zucker. Das Ganze verrühren wir ein wenig. Etwas Mehl darüber geben. Abdecken und den Vorteig für 20 Minuten ruhen lassen. Die restliche Milch wird hineingegeben. 100 Gramm weiche Butterflöckchen werden um den Rand verteilt. Ein Ei geben wir dazu und den Abrieb einer Zitrone und etwas Zitronenpaste. Eine Prise Salz verteilen wir um den Rand herum. Ich habe ein Meersalz verwendet. Alle Zutaten sind jetzt zusammen und jetzt geht's ans Verkneten. Der Teig sollte jetzt für 10 Minuten kneten, bis er sich vom Schüsselrand löst. Damit ihr euch nicht wundert, warum ich später nur 4 Hasen aus dem Teig gewinne, ich teile jetzt den Teig in 2 Hälften, denn aus der anderen Hälfte mache ich später einen Zopf. Wie ich den Zopf herstelle, das zeige ich euch in einem anderen Video. Ihr findet am Anschluss in der Endcard das Rezept von diesem Hefezopf. In eine saubere Schüssel gebe ich jetzt 2 Tropfen Pflanzenöl hinein und reibe die Schüssel damit ein. Dann gebe ich den Teig hinein und knete ihn ein wenig durch. Ich nehme ihn in die Hände und forme eine Kugel und lege sie zurück. Abgedeckt darf der Teig jetzt für ca. 90 Minuten an einem warmen Ort ruhen. Die Ruhezeit vom Teig ist vorüber. Jetzt bemehlen wir eine Arbeitsfläche und geben den Teig darauf. Den Teig ziehe ich als erstes etwas auseinander, dann nehme ich die äußeren Enden und ziehe sie zur Mitte. Und das wiederhole ich ein paar Mal. Der Teig wird jetzt umgedreht und zu einer Kugel geformt. Dann forme ich ihn zu einem längeren Strang. Den Teig teile ich jetzt in 4 Teile ab. Also ich mache jetzt aus diesem Teig 4 Hasen. Damit die Häschen alle gleich groß sind und eine gleiche Backzeit haben, nehme ich jetzt eine Küchenwaage zu Hilfe und wiege die Teigstücke ab, sodass sie alle ungefähr gleich sind. Jetzt geht es ans Formen der Häschen. Alle Teigstücke werden als erstes zu einer Kugel gedreht.
etwas Mehl und dann werden aus den 4 Kugeln 4 Stränge geformt. Die sollten ungefähr alle die gleiche Länge haben. Von jedem Strang wird jetzt das hintere Stück abgeschnitten. Das wird das Schwänzchen vom Hasen. Und daraus eine Kugel geformt. Das Blech mit dem Backpapier schon mal vorbereiten. Und jetzt geht's ans Formen. Wir legen als erstes eine Schlaufe und legen den Strang über den anderen und dann nochmal. Und schon ist das Häschen fertig. Bis auf den Schwanz, den geben wir später hinein. Jetzt kann's aufs Backpapier. So, die Strangrolle sollte zum Ende hin ein bisschen spitz laufen, weil das Häschen hat ja spitze Ohren. Schlaufe legen, nochmal drüber und fertig und aufs Backpapier. So, jetzt sind alle Häschen fertig gelegt. Die Schwänzchen geben wir später darauf, die kommen jetzt alle mit aufs Backblech. Dann wird das Ganze abgedeckt und für 20 Minuten ungefähr darf es nochmal ruhen. Den Backofen vorheizen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Zum Bestreichen nehmen wir ein Eigelb und 3 Teelöffel Milch. Das Ganze wird miteinander verrührt. Die Häschen werden jetzt eingepinselt, die Schwänzchen nicht. Die Schwänzchen tauchen wir in Hagelzucker. Nochmal einmal drehen, dass es ein schöner runder Schwanz wird. Eintauchen und ins Häschen reinsetzen. Und fertig sind unsere Osterhäschen. Hier habe ich noch ein paar Mandeln. Da verziehe ich jetzt noch die Ohren. So, und jetzt kommt das Ganze in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 15 Minuten. Die Hefe-Osterhasen sind jetzt fertig gebacken. Und ihr habt gesehen, sie sind ganz einfach herzustellen. Und man kann sie super verschenken. Bist du neu auf meinem Kanal? Würde es mich freuen, wenn du mich abonnierst. Wenn ihr mir nett kommentiert und mir einen Like hinterlässt. Vielen Dank. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken. Im Abspann findest du den Link zum Hefezopf. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Rezept anschaut. So, dann bleibt mir nur noch eins. Ich wünsche euch ganz frohe Ostern. Bis zum nächsten Mal. Servus!